Wir haben ja den Tag KI, aber wie genannt, weil wir uns die Frage gestellt haben, unabhängig davon, wie KI jetzt existiert und eingesetzt wird, wie können wir diese Technologie nutzen für uns? Wir möchten dem Hype was entgegenstellen und einmal ganz praktisch gucken, wie kann man KI denn wirklich in den Arbeitsprozess einbinden. Vor allen Dingen zunächst einmal müssen wir uns schlau machen, bevor wir uns dann politisch äußern, versuchen, ein Gegengewicht zum Tech-Diskurs zu etablieren. Also wir sind ja ein Beruf, der möglicherweise sehr betroffen ist von künstlicher Intelligenz und wir wollen halt schauen, welche Möglichkeiten haben wir, um das entweder selbst zu nutzen oder um zumindest genau zu wissen, warum wir es nicht nutzen. Auf Englisch würde ich sagen, we have to be absolutely unapologetic. Nur so zeigen wir unsere Menschlichkeit, nur so können wir ein menschliches Übersetzen in Zeiten der KI voranbringen. We talked about the traces that we leave in texts, how we as people are felt and allow ourselves to be felt in the translations that we do. Wo das Vertrauen zur Verantwortlichkeit für Sätze, Wörter, Sprachen von ansprechbaren Leuten, die es irgendwo gibt, schwindet. Da erodiert was ziemlich Großes. Wenn die Leute vergessen, dass Sprache Bedeutung hat, weil Leute sie verantworten können. If we want literature to remain original, if we want also language to remain original, if we want language to keep developing, then we need human translators who bring their experience of the world, which is something that machines do not have, embodied experience of the world, into language. Das ist ja ein Thema, das auf uns zurollt gefühlt und wo jeder auf eigene Weise mit konfrontiert ist und sich auch fragt, was werden wird und so. Und da ist es extrem wichtig, dass Leute zusammentreffen und sich darüber austauschen. So the idea behind my workshops was to show different tools, different tips and strategies to make the most of technology. We shouldn't be working for tools or for technology, but the other way around. It's technology that has to work for us. Mein Workshop Selbstbestimmtes Post-Editing war ganz bewusst erstmal als einen Titel gewählt, der ein bisschen widersprüchlich klingt. Also wir haben Selbstbestimmt und Post-Editing. Und Post-Editing ist normalerweise etwas, was die Verlage uns aufdrücken, wo sie uns sagen, okay, wir haben jetzt hier schon mal den Text maschinell vorübersetzt und ihr müsst ihn jetzt nur noch nachbearbeiten. Das ist normalerweise der Workflow. Und meine Idee war aber, dass wir das ja gar nicht so machen müssen, sondern wir können das ja umdrehen. Wir können ja selbst entscheiden, an welcher Stelle wir KI einsetzen und wie. Das heißt also, wir als Menschen bestimmen über den Übersetzungsprozess und da, wo es sich eignet, nehmen wir eine Maschine mit zur Hilfe. I think that the signal that we should send is that every book deserves a human translator, because literature, as every form of art, deserves a human at its center. Dass es wichtig ist, das als Werkzeug zu sehen und nicht als irgendeine Übermacht und sich durch Kenntnisse und Können selbst zu ermächtigen. Das Signal sollte sein, hier sitzen Menschen mit ganz viel Expertise, die mehrere Sprachen beherrschen, die Kulturen sehr gut kennen, denn man kann ja auch nicht denken, Text ist ja nicht in einem luftleeren Raum entstanden, sondern da spielen ganz viele kulturelle Eigenheiten mit rein. Das Signal, das von diesem Übersetzertag ausgehen sollte, ist eins, das zeigt, dass wir uns sehr intensiv mit den Entwicklungen beschäftigen, dass wir keine Angst vor der Technik haben, dass wir mit künstlicher Intelligenz zusammenarbeiten bzw. sie uns ganz genau angucken, kritisch, aber auch offen. Wir arbeiten ganz autonom an unserer Arbeit, wir sind künstlerisch tätig und wenn wir KI einsetzen wollen im Rahmen unserer künstlerischen Tätigkeit, dann tun wir das. Wenn wir das aber nicht wollen, dann darf uns das auch niemand vorschreiben. Aber allein die Entzauberung zu sagen, okay, es ist kein Tool, was alle Arbeit erledigt und wir sitzen im schlafenden Land, das wäre schon viel. Und an die Politik wäre natürlich unser Signal, vergesst den Kultursektor nicht. Wir brauchen staatliche Unterstützung, weil Bücher Kulturgut sind. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo viele Kollegen den Beruf wechseln, weil es sich einfach nicht mehr lohnt, weil die Honorare so niedrig sind. Und daraus dürfen wir jetzt aber nicht den Schluss ziehen, dass unsere Arbeit automatisiert werden sollte, damit sie überhaupt noch gemacht wird, sondern, wie wir gezeigt haben, das funktioniert einfach nicht. Also die künstliche Intelligenz schafft es nicht, so kreativ zu sein wie Menschen. Stattdessen sollten wir halt wirklich dafür sorgen, dass es bessere Honorare gibt, dass die Arbeitsbedingungen sich verbessern und dass kreative Leute auch von ihrer Arbeit leben können.